Aber die Dimension ist für die Traumperson nicht zugänglich. Auf dieser Ebene vom Traum ist das Geträumtsein nicht vorhanden. Obwohl es alles ist, was überhaupt ist. Alles, was Traumwelt ist Geträumtes, aber genau dieser Aspekt ist der Traumwelt nicht zugänglich. Und ist in der Traumwelt auch nicht vorfindbar. Und wenn wir jetzt die zwei Liebenden nochmal anschauen, sie sind eins als Geträumtes. Und als Geträumtes sind sie Ausdruck von einem, von dem einen. Und man kann sagen, dass der Traum sie als Liebespaar aufspannt. Durch das, dass sie beide geträumt sind, kommen sie in die Möglichkeit, sich zu lieben. Also der Traum spannt, das Träumen, der Akt vom Träumen spannt die beiden Liebenden auf, in ihren Bezug auf. Die Grundlage vom Bezug von diesen beiden Liebenden ist das Geträumtsein. Also der Akt vom Träumen spannt die beiden Liebenden auf. Wie auch der Akt vom Träumen das Traum-Ich und ihre Welt, seine Welt aufspannt. In zwei Polen quasi aufspannt. Also das Träumen spannt die beiden Liebenden in zwei Pole auf. Und das ermöglicht ihnen, sich zu lieben. Also sogar ihre ganze Möglichkeit, sich zu lieben und sich überhaupt wahrzunehmen als ich und nicht ich, beruht auf dem Traum, auf dem Geträumtsein und damit auf der Einheit. Und bei Liebenden kann man das sehr schön so beschreiben, dass die Liebe, die zwei Liebenden als Pol aufspannt. Und was das ganze Geschehen im Traum ist Ausfaltung vom Träumen. Alles, was im Traum passiert, ist Entfaltung vom Akt vom Träumen. Und in der gleichen Art sind die beiden Liebenden und das ganze Geschehen zwischen den beiden Liebenden ist die Entfaltung von Liebe. Die Liebe entfaltet sich in zwei Liebende und in der Aktivität zwischen den zwei Liebenden, Bezug und Liebe, die dann stattfindet. Aber es ist nicht so, dass ich bin da und du bist da, ich liebe dich, du liebst mich und das ist unser Bezug. Zuerst einmal sind da zwei Unabhängige und dann kommt der Bezug, wir lieben einander. So wird es häufig beschrieben, aber das ist, wenn wir das Beispiel nehmen vom Traum, ist das nicht zutreffend. Und der Traum versinnbildlicht sehr viel, wie es tatsächlich ist. Liebe entfaltet sich in zwei Liebenden. Und das Geschehen zwischen den zwei Liebenden ist auch die Entfaltung von der Liebe. Genau gleich wie das Träumen als Akt sich entfaltet in Traumperson und Traumwelt, die dann in Bezug stehen miteinander. Und dann kann der Traum sich entfalten durch die Bezüglichkeit. Aber es ist nur der Traum, der geträumt wird. Und als das ist es eins. Und gleich, in der gleichen Art entfaltet sich die Liebe in die zwei Liebenden und kann sich dann selber feiern. Durch das Liebesspiel der zwei Liebenden. Und das ist, was Liebe ist, nicht ich liebe dich und du liebst mich. Und das ist, was uns verbindet.
Und das ist ein sehr spannender und auch wichtiger Punkt, dass Bezug ist nicht die Grundlage von Liebe, sondern Liebe ist die Grundlage von Bezug. Das Träumen ermöglicht eine Traumperson und ihre Welt und damit Bezug. Und im Träumsein ist die Einheit, nicht im Bezug. Und wenn man, oder eben die beiden Liebenden, entfaltet sich als Pol von der Liebe. Und die Liebe ist die Grundlage vom Bezug und nicht umgekehrt. Der Bezug ist nicht die Grundlage von der Liebe. Wir sind im Bezug und darum ist da Liebe. Das geht nur von dieser Ebene aus, wo Trennung herrscht, wo unvereinbar ist und wo der Versuch von Vereinigung gewalttätig ist. Was tatsächlich passiert, ist, dass die Liebe sich selber feiert, indem sie sich aufspannt in zwei Pole und die beiden Pole dann in Bezug sein lässt und durch den Bezug wird die Liebe gefeiert. In sich selber, als sich selber. Und das Ganze bedeutet, dass die wahre Liebe das Ende vom Bezug ist. Weil Bezug ist etwas Sekundäres, das als Folge von Liebe, von der Selbstentfaltung von Liebe erscheint. Wenn Liebe rein da ist kein Bezug mehr da. Liebe ist bezugslos und Liebe ist das Ende vom Bezug. Noch nicht mehr im Bild vom Traum, wenn das Träumen als Träumen voll erkannt ist und voll realisiert ist, dann verschwindet die Bezüglichkeit von Traumperson und Traumwelt. Es wird erkannt, dass die Bezüglichkeit keine Substanz hat und nicht primär ist. Primär ist, dass beides geträumt ist auf die genau gleiche Art und Weise. Der Bezug fällt weg, wird irrelevant, wenn das Träumen realisiert ist. Bezug gibt es nur durch Entfremdung gegenüber einem wahren Sachverhalt vom Träumen. Und jeglicher Versuch, aufzusteigen auf die höhere Ebene, indem er von Bezüglichkeit ausgeht, ist zum Scheitern verurteilt, weil es am falschen Ort ansetzt. Also Liebe kann man nicht erkennen und nicht realisieren, wenn man von Bezug ausgeht. Liebe ist kein Produkt von Bezug. Und Bezug erreicht Liebe nicht. Wird er nicht gerecht, greift es kurz. Liebe ist bezugslos. Und das kann zum Missverständnis führen, dass wenn man meint, man nähere sich an und wird zur Einheit und dann verschwindet der Gegenüber. Wenn die Liebe da ist, verschwindet der Gegenüber. Oder mit der Bezug oder Bezüglichkeit verschwindet. Es geht woanders durch, als man vielleicht könnte erwarten. Das kann verwirrend sein. Weil eben in der Trennung gibt es keine Vereinigung. Getrenntes kann nicht vereinigt werden. Das ist Zerstörung, Gewalttätigkeit. Und wenn man das versucht, dann muss es in Gewalttätigkeit führen. Und wenn Liebe wirklich voll realisiert ist, ist keine Bezüglichkeit mehr da. Das kann alles verwirrend sein, wenn man die Landkarte nicht kennt. Wenn man etwas Falsches erwartet oder überrascht ist von dem, was tatsächlich passiert. Und es lässt sich alles gut erklären durch das Bild vom Traum.